möchte ich euch zeigen, wie man aus so einer Wollstrange einen Wollknäuel wickeln kann. Viele Wollanbieter bieten die Wolle nur so als Strangen an, nicht als Knäuel. Die kann man leider nicht direkt so verstricken. Deshalb möchte ich euch zeigen, wie man, wie gesagt, so einen Knäuel aufwickeln kann. Dazu benötigt ihr eine Strange Wolle, einen Wollwickler, den bekommt ihr im Fachhandel, und einen Wollhaspel. Diesen habe ich, respektive mein Mann hat ihn selbst gebaut. Ich werde dazu die Anleitung auf meiner Website aufschalten, wie man so etwas selber bauen kann. Es gibt auch im Handel solche Wollhaspel, die man so aufspannen kann wie eine Spinne sieht das dann aus. Die sind käuflich zu erwerben. Diesen, wie gesagt, haben wir selber gebaut, und der ist ganz einfach zu bedienen. Wie das jetzt funktioniert, werde ich euch gleich zeigen. Den Wollhaspel stelle ich mir mal hier zur Seite. Den Wollwickler, der wird an die Tischkante befestigt. Dazu gibt es hier so eine Schraube, die kann man hier einhängen und dann unten am Tisch festschrauben. Dann schauen, dass die Schraube gut angezogen ist, damit er nicht vom Tisch rutscht. So. Dann bereite ich meinen Wollstrang vor. Und zwar wird dazu, dieser Strang wird hier bei dem Wollhaspel so herumgelegt. Jetzt kann man gut sehen, dass der Strang eigentlich zu groß ist. Und dazu kann man hier mit den Schrauben diese Seitenarme etwas herausziehen und wieder befestigen. So. Dann schaue ich, ob nun die Größe passt. Ziemlich gut, das ist jetzt immer noch ein bisschen locker. Dann ziehe ich diese Seitenarme noch mal ein bisschen raus. Die Flügelmuttern dann immer wieder gleich anziehen. So. Der Strang muss satt auf diesen Stäben aufliegen, aber nicht allzu fest. Ich kann hier noch mal ein bisschen nachjustieren. So. Jetzt habe ich diesen Wollstrang schön auf den 4 Stäben aufgespannt, kann die Wolle so ein bisschen auf den Stäben verteilen. So. Und nun ist die Wolle hier mit Fäden zusammen gemacht. Diese kann man aufschneiden. Leider fehlt mir jetzt gerade im Moment die Schere. So, es geht auch ohne Schere. So. Dann haben wir hier nochmals einen. Und jetzt kann ich mir den Anfang und das
Ende dieses Stranges. Am Anfang ist das immer ein bisschen ein Geduldsspiel, bis man das alles schön sortiert hat, aber wenn man das dann schön sauber hat, dann geht es nachher ganz einfach. Jetzt das Innenteil mache ich mir so an einer Schraube, wickel ich das ein bisschen drumherum und das Ende, das nehme ich nun, mit dem gehe ich jetzt nun zum Wollwickler, wo ich nun die Wolle aufwickeln kann. Und zwar mache ich dazu zuerst einen Knoten. Gehe dann hier durch diese Öse einmal durch und hänge dann den Knoten hier am Schlitz ein, so, damit die Wolle so nun eingespannt ist. Wenn ich das gemacht habe, kann ich nun anfangen hier zu drehen. Ich setze mich jetzt schnell hin. So. Mit der linken Hand halte ich hier die Wolle fest und mit der rechten Hand fange ich an zu wickeln. Gleichzeitig setzt sich nun der Wollhaspel in Bewegung. Und ich kann langsam beginnen, die Wolle abzuwickeln. Am Anfang vielleicht nicht zu schnell drehen, respektive zu wickeln, weil je schneller das ich aufwickle, desto schneller dreht sich der Wollhaspel. Und wenn der mal in Bewegung kommt, dann wird es relativ schwierig, die Geschwindigkeit einzuhalten. Also vor allem am Anfang lieber etwas langsamer wickeln. Es kann auch immer mal wieder sein, dass der Wollhaspel ein bisschen hakt, da wo die Wolle übereinander liegt. Und dann ist es von Vorteil, wenn man nicht allzu schnell wickelt. Wenn man keinen Wollhaspel zur Hand hat, kann man natürlich auch diesen Wollstrang über eine Stuhllehne legen und von daher abwickeln. Oder wenn man gerade den Ehemann, die Schwiegermutter, Großmutter zur Hand hat, können auch diese mit den Händen durch den Wollstrang fahren und den Wollstrang so aufspannen und dann kann man auch so abwickeln. Aber diese Lösung ist natürlich sehr praktisch, weil man braucht niemanden sonst, der einem hilft, sondern man kann es ganz alleine machen und hat nachher einen schönen Wollknäuel zur Hand. Das Ganze braucht natürlich jetzt ein bisschen Geduld. So, langsam sind wir am Ende. Das Garn neigt sich dem Ende zu. Und der Wollknäuel ist fast fertig. Nun nehme ich hier den Knoten, den ich am Anfang eingehängt habe, nehme ich hier weg
Und dann kann ich den Knäuel ganz locker hier von der Krone runterschieben. Voilà. So sieht der Wollknäuel aus. Das Ende wirklich so 2-3 Mal um den Knäuel rum. Und jetzt habe ich hier in der Mitte der Anfang und hier außen das Ende vom Strang. Jetzt kann ich die Wolle abwickeln, respektive abstricken, wie ich möchte. Ich kann die Wolle von innen heraus abstrecken oder ich kann dieses Ende nehmen und von hier aus stricken, wie man möchte. So, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Wolle wickeln